Was hat der Totalausfall unseres Wohnmobiles mit der Rückrufaktion von Fiat zu tun, die wir am Anfang dieses Jahres hatten? Wenn euch das interessiert, schaut jetzt diesen Film. Viel Spaß! Ja, liebe Wohnmobilfreunde, was hat nun der Totalausfall unseres Wohnmobiles mit der Rückrufaktion zu tun? Man muss dazu sagen, es gab ja am Anfang dieses Jahres diese Rückrufaktion bei Fiat und wir hatten schon bis dato mehrere Probleme mit unserem Reisemobil, die uns keiner beheben konnte. Wir waren in mehreren Vertragswerkstätten, wir haben mehrmals Fehlercodes ausgelesen und so weiter. Ja, wir hatten hier mehrere Ausfälle. Unter anderem machte sich dies bemerkbar, dass diese gelbe Motorkontrollleuchte mehrmals aufleuchtete. Hier war das in Verbindung zu bemerken mit einem totalen Leistungsverlust des Motors von jetzt auf gleich. Vorwiegend in der Anfahrtsphase, das heißt, wenn man jetzt irgendwo an der Ampelkreuzung angefahren ist. Zugleich kam diese Batteriekontrollleuchte ständig im Wechsel, leuchtet diese Batteriekontrollleuchte auf. Es wurden die Fehlercodes in den verschiedensten Werkstätten ausgelesen und keiner konnte uns speziell hier einen Fehler bzw. eine Lösung in den verschiedensten Werkstätten benennen. Wir fuhren eine Werkstatt nach der anderen an. Jedes Mal, wenn diese gelbe Motorkontrollleuchte aufleuchtete oder die Batterieleuchte aufleuchtete, wurde uns gesagt, Sie können weiterfahren, es ist jetzt wieder weg. Dann wurde das ausgelesen, danach war der Fehler wieder weg und Sie können weiterfahren ohne Probleme, es kann nichts hier passieren. Schließlich war es ja soweit, dass im März diesen Jahres unsere erste Durchsicht anstande und ich natürlich auch von dieser Rückrufaktion von Fiat gelesen habe. So brachten wir unser Wohnmobil zu Fiat Vertragshändler in die Werkstatt zur planmäßigen Durchsicht und wurde gleichzeitig diese Behebung der Rückrufaktion mit angesprochen. Der Händler befürwortete dies und sagte, okay, wir werden uns dieser Angelegenheit annehmen und werden diese Rückrufaktion, was hier ansteht, natürlich auch mit beheben. Somit war das für uns jetzt erstmal abgeschlossen, das Thema. Auch das Thema mit der Elektrik wurde untersucht und so weiter. Wir holten unser Fahrzeug ab. Wir haben ganz normal unsere Durchsichtsrechnungen bekommen, stand alles drauf, das heißt, die normale Durchsicht stand drauf, es stand drauf, diese Arbeiten oder für die Sichtsachen für diese Rückrufaktion und natürlich diese Kontrollsachen für die Elektronik. Den Elektronikfehler konnten Sie in der Fiat-Werkstatt nicht so richtig finden. Da wurde uns empfohlen, eine Bosch-Werkstatt anzufahren und dies nochmal nachzukontrollieren oder nachmessen zu lassen. Und weiter wurde uns hier bezüglich nicht gesagt. Also das heißt, das Problem bestande weiterhin fort. Wir waren natürlich mit unserem Wohnmobil unterwegs im Monat April, Mai, und hatten hier gravierende Probleme, die häuften sich immer mehr, die gelbe Motorkontrollleuchte kam, es wurde die rote Bremskontrollleuchte ausgelöst und so weiter. Wir hatten teilweise Leistungsverlust beim Fahren, beim Anfahren, der sich aber dann urplötzlich wieder legte und wieder auflöste in ein Nix. Somit fuhren wir dann bei unserer Reise im Spreewald einen Händler an, der wiederum lieste wieder diesen Fehlercode aus, konnte aber hier nichts feststellen. Zum guter Letzt war das dann soweit, dass wir unseren letzten Stellplatz unserer Reise im Frühjahr ansteuerten und plötzlich kam vorn aus dem Motorraum leicht weißer Qualm.
und die Motorleistung versagte komplett und gänzlich. Wir mussten anhalten, mussten das Wohnmobil verlassen und haben natürlich darauf uns verlassen, was uns in der Werkstatt gesagt wurde, eine Weile warten und natürlich dann nochmal versucht zu starten, was natürlich auch nicht die Lösung sein kann. Am besagten Tage des Schadensfalles, wo unser Wohnmobil komplett zum Erliegen kam, kam ja der weiße Qualm aus dem Motorraum und wir stellten das Fahrzeug ab, versuchten aber auch nicht mehr zu starten und riefen natürlich den Pannendienst an. Der Pannendienst kam und stellte fest, hier das zwar weitergefahren werden kann, jedoch er das grundsätzlich nicht befürworten würde. Daraufhin ließen wir unser Wohnmobil abschleppen. Ich blende das nochmal ein. Von dem ADAC ließen wir das Wohnmobil abschleppen in eine geeignete Werkstatt. Jetzt war das Problem, welche Werkstatt ist hier geeignet? Da wir ja in den Tagen zuvor schon eine Werkstatt durch hatten und die uns nichts genaueres sagen konnte, beziehungsweise uns nur jetzt mitteilen konnte, also wenn, dann müssten sie mindestens 14 Tage, 3 Wochen einplanen oder auch länger. Es muss hier eine ausgiebige Fehlersuchung durchgeführt werden. Rief ich weitere Fiat-Händler an und eine Fiat-Werkstatt, eine Fiat-Professionell-Werkstatt erklärte sich bereit, unser Wohnmobil anzunehmen und sich natürlich auch dieser Geschichte konkret anzunehmen und die Fehlersuche sich darauf zu konzentrieren. Wir ließen das Fahrzeug abschleppen in diese besagte Fiat Vertragswerkstatt von Fiat Professionell und 2, 3 Tage später rief mich dann der Werkstattmeister an von dieser Werkstatt und erklärte mir, dass hier ein Schaden vorliegt, der mit dieser Rückrufaktion zu tun hat. Das Abgasrückführungsrohr wäre gebrochen, die Halterung wäre gebrochen. Somit hat bei uns dieses Abgasrückführungsrohr permanent an die Lichtmaschine geschlagen. Somit konnten wir uns auch, beziehungsweise der Händler sich auch, die Elektronikprobleme erklären. Und es war hier ein Schaden an der Lichtmaschine entstanden, ein Schaden an der Bordbatterie des Fahrzeuges und natürlich gewisse Kleinteile und natürlich das Abgasrückführungsrohr. Ja, noch einmal zu dieser Rückrufaktion von Fiat. Die Rückrufaktion von Fiat beinhaltete, dass hier bei Fiat, hier unten, man sieht es hier ganz schlecht, ich blende aber dann nachher noch einmal das genaue Detailfoto ein, das Rohr der Abgasrückführung brechen kann. Das würde bedeuten, dass wenn das Rohr der Abgasrückführung bricht, das Rohr permanent irgendwo dagegen schlägt, im schlimmsten Fall an die Lichtmaschine und damit einen Kurzschluss verursachen kann und daraus entsteht ein eventueller Motorbrand. Das war der Inhalt der Rückrufaktion von Fiat. Daraufhin setzte sich dieser Vertragshändler mit Fiat in Verbindung, um eine eventuelle Gewährleistung oder Garantie hier zu erwirken. Was uns natürlich zu dem Zeitpunkt noch unklar war, dass das jetzt speziell natürlich eine Geschichte oder die Ursache speziell von dieser Rückrufaktion rühren könnte. 2 Tage später rief mich der Kundendienst an von Fiat aus Italien und sicherte mir zu, ich sollte noch einmal gewisse Rechnungen einreichen, unter anderem die Rechnung mit der Durchsicht, wo angeblich dieser Fehler behoben wurde. Laut Durchsicht, laut Rechnung vom damaligen Vertragshändler, wo wir waren, dass der Fehler behoben wurde. Wir reichten diesen natürlich ein bei Fiat und wieder 2 Tage später wurde uns zugesichert von Fiat, zwangslos und unkompliziert, dass hier der Schaden
komplett in voller Höhe übernommen wird. Ja, Fiat meldete sich permanent bei uns, um uns hier auf dem laufenden Stand zu halten. Das Wohnmobil war mittlerweile eine anderthalbe Woche bei Fiat in dieser Werkstatt. Die Werkstatt war natürlich sehr zügig mit den Ersatzteilen bestellen, mit der Reparatur und hat das natürlich auch exzellent gelöst. Ein großes Lob nochmal an diese Fiat Professionell Werkstatt, ein wunderbarer Kundenservice und natürlich auch die der Kundenservicebereich von Fiat Professionell. Ich blende hier nochmal die ganzen Fotos ein von diesem Fehler. Das heißt, wir sind hier direkt über den Händler an Fiat Kundenservice gegangen. Ich habe auch diesen Fehler nochmal explizit gemeldet, parallel zur Werkstatt. Werkstatt hat eine Meldung gemacht mit Garantieanspruch. Ich habe nochmal separat eine Meldung gemacht über Garantieanspruch über das Fiat App. Und Fiat hat sich unkompliziert bei uns gemeldet und hat natürlich hier die Kosten für diesen Schaden komplett übernommen. Ja, mittlerweile fahren wir seit der Reparatur mit unserem Wohnmobil mehrere tausend Kilometer. Wir waren im großen Urlaub, wir waren hier permanent auch schon kürzere Strecken unterwegs. Der Fehler ist nie wieder aufgetreten. Die Elektronikfehler sind nie wieder aufgetreten. Das heißt, das war natürlich das hundertprozentige Problem. Das war natürlich die hundertprozentige Ursache für diese ganze Geschichte. Wir sind total, sagen wir mal, froh, dass uns von Fiat Professionell, von dieser Werkstatt so geholfen worden konnte und dass natürlich Fiat in Italien sich hier mit uns als Kunde in Verbindung gesetzt hat, um diesen Schaden generell zu klären. So, somit konnten wir uns dann wirklich wieder spezifisch auf unser Reisemobil konzentrieren. Die Freude war wieder da. Und ein großes Lob nochmal an den Kundenservice von Fiat Professionell und Fiat speziell jetzt in Italien. Ja, liebe Wohnmobilfreunde, das war es einmal ganz kurz von unserer Aktion gebrochenes Abgasrückführungsrohr, Finden einer geeigneten Werkstatt bzw. Kundenservice Werkstatt Fiat und Kundenservice Fiat direkt in Italien. Wenn euch das Video gefallen hat, freuen wir uns auf einen Daumen nach oben. Wenn ihr noch Fragen habt oder Anregungen, unten in die Kommentare. Speziell zu dieser Problematik gerne Fragen auch an uns. Wir bedanken uns, dass ihr unser Video geschaut habt und wünschen euch noch alles Gute, einen schönen Tag. Bis zum nächsten Video. Euer Uwe von Wohnmobil Mobilwetter Reisen. Uwe und Mio.